Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit den Travel Explorers. Heute geben wir euch einen Einblick in die besten Aktivitäten auf Koh Samui. In den nächsten Minuten zeigen wir euch die schönsten Tempelanlagen und verborgenen Schätze dieser paradiesischen Insel. Lehnt euch zurück und genießt mit uns gemeinsam die Reise. Zu Beginn eurer Reise stellt sich die Frage nach der Unterkunft. Ihr könnt Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und einfache Hütten mieten. Wir haben uns für ein Hotel entschieden, das Melia Koh Samui am Choeng Mon Beach. Unserer persönlichen Meinung nach der schönste Strandabschnitt der Insel. Das Melia haben wir als Hotel für unsere Hochzeitsreise gewählt und wir hatten ein wunderschönes Zimmer mit direktem Zugang zum atemberaubenden Loop Pool. Über dieses Hotel haben wir ein eigenes Video erstellt, das wir rechts oben und in der Videobeschreibung verlinken. Um am schnellsten von A nach B zu kommen, ist es ratsam, ein Motorrad zu mieten. Diese sind generell in ganz Thailand sehr preiswert. Wir haben bei Jungle Wheels unser Motorrad gemietet und damit die ganze Insel erkundet. Das Motorrad wird euch vom Anbieter direkt zum Hotel gebracht und auch wieder abgeholt. Sturzhelme sind im Preis inkludiert. Den Link zum Anbieter posten wir euch in der Videobeschreibung. Eine 125 Kubik Maschine ist mehr als ausreichend, um jeden Hügel zu erklimmen und jeden Wald- und Feldweg zu meistern, ob gewollt oder ungewollt. Wir sprechen aus Erfahrung. Der Wat Phra oder auch Big Buddha Temple ist die bekannteste Tempelanlage auf Koh Samui. Bereits bei der Anfahrt könnt ihr die markante 12 Meter hohe Buddha-Statue erkennen. Rund um diese Statue befinden sich mehrere Schreine, bei denen manchmal auch Mönche anwesend sind. Gegen eine kleine Spende könnt ihr euch von einem Mönch segnen lassen. Hier kommen wir auch gleich zum emotionalen Highlight unserer Reise. Wir gingen zu einem Mönch und normalerweise wird man nacheinander gesegnet. Der Mönch griff Jennys Hand, blickte zu mir, lächelte mich an und sagte, "Come here, come here." Er griff unsere beiden Hände, legte sie ineinander und sagte, "Welcome, Honeymoon, Happy Honeymoon, good luck, good luck." Wir trugen beide keine Eheringe und offenbarten auch sonst keine Anzeichen, dass wir frisch verheiratet oder gerade auf Hochzeitsreise sind. Wir bekamen eine Gänsehaut. Zusätzlich zur Tempelanlage gibt es einige Souvenirshops, die alles bieten, was das Touristenherz höher schlagen lässt. Zu sehr guten Preisen. Vergesst jedoch nicht zu handeln. Die Preise sind meist extra zu hoch angesetzt und das Runterhandeln wird bereits einkalkuliert. Der Wat Phra Laem im nördlichen Teil von Koh Samui ist ein wahrer Augenschmaus und ein Muss für Tempelliebhaber. Die Statuen, darunter die markante 18-armige Guanyin-Statue, verleihen der Anlage einen farbenfrohen Charme. Die buddhistisch-chinesischen Bauten liegen direkt am Wasser und sind wahre Meisterwerke der Architektur. Der riesige lachende Buddha und andere Teile des Tempels beeindrucken ebenfalls.
Ein besonderes Highlight ist der See um die Tempelanlage, der von zahlreichen Koi-Karpfen bewohnt wird. Diese farbenfrohen Fische sorgen für eine harmonische Atmosphäre und die Fische freuen sich über Futter von Touristen. Bei den Grandfather und Grandmother Rocks handelt es sich um beeindruckende und faszinierende Naturformationen auf Koh Samui, die sich am Ende des Lamai Beach an der Südküste von Koh Samui erstrecken. Warum dieser Name? Die Formen dieser Felsen erinnern an die menschliche Anatomie, genauer gesagt an Genitalien. Überzeugt euch selbst davon. Dieser Ort ist als eine der meistbesuchten und am häufigsten fotografierten Sehenswürdigkeiten der Insel bekannt. Ein Besuch zu einem sonnigen Morgen wird empfohlen, um diese Naturschönheit in ihrer vollen Pracht zu erleben. Der Eintritt ist frei, allerdings wird eine kleine Parkgebühr verlangt. Nicht weit von den Grandmother und Grandfather Rocks entfernt befindet sich der Jungle Club. Diesen erreicht man nach einer kleinen Bergwertung mit dem Motorrad. Dieser Club ist vor allem auf Instagram und TikTok sehr beliebt und das zu Recht. Diese Location bietet euch den wohl besten Ausblick auf die Insel. Wir besuchten den Club am späten Vormittag. Wenn ihr hier euer Abendessen oder den Sonnenuntergang genießen wollt, dann müsst ihr unbedingt vorher reservieren, am besten ein paar Tage im Vorhinein. Die Aussicht zahlt sich jedenfalls aus. Wer in Thailand urlaubt, der kommt an den landestypischen Nachtmärkten nicht vorbei. Der berühmteste auf Koh Samui ist der in Fisherman's Village. Ein Besuch auf diesem großen Markt ist ein absolutes Muss. Hier haben wir uns quer durch das gesamte thailändische Kulinarikangebot durchgefuttert. Außerdem haben wir ein eigenes Video erstellt, in dem wir getestet haben, wie viel Essen wir zu zweit für 10 €, also 5 € pro Nase, an den zahlreichen Ständen bekommen. Das Video verlinken wir euch rechts oben und in der Videobeschreibung. Natürlich denkt man bei Thailand auch oft an Inselhopping. In Koh Samui ist hier ein Ausflug zu Pig Island empfehlenswert. Am besten fährt ihr dafür mit eurem Motorrad zum Thongkruut Pier. Die Google Maps Markierung findet ihr in der Videobeschreibung und bucht hier ein privates Boot. Diese sind weitaus billiger als die teuren Katamarane, die mit Touristen vollgestopft werden. Wir hatten ein Boot für uns ganz alleine und konnten die Überfahrt genießen. Auf der Insel selbst ist der Name Programm. Hier werdet ihr von zahlreichen Schweinen erwartet,
die Insel als neues Zuhause entdeckt haben, nachdem vor einigen Jahren ein Farmer sie hierher gebracht hat. Die Biologie erledigte den Rest und jetzt wimmelt es hier von Schweinen, die sich über Besuch und Futter freuen. Genießt unbedingt die Umgebung und die wunderschöne Strandlandschaft. Bei unserem Besuch gab es sogar süße Hundewelpen zu bestaunen. Leider durften wir sie nicht mitnehmen. Der versteckte Secret Buddha Garden, auch bekannt als Magic Garden oder Heaven's Garden, liegt tief in den Bergen von Koh Samui verborgen. Umgeben von üppigem tropischen Regenwald bietet der Garten eine faszinierende Sammlung von Statuen von Gottheiten, Tieren und Menschen. Inmitten kühler, friedlicher Umgebung durchfließt ein kleiner Bach den Garten, begleitet von einem Wasserfall. Dichter Dschungel spendet angenehmen Schatten und schützt das Gelände vor der intensiven Sonne. Innerhalb des Gartens gibt es steile Pfade und zahlreiche Stufen, was Menschen mit eingeschränkter Mobilität vor Herausforderungen stellen könnte. Dennoch, der Secret Buddha Garden ist ein Ort voller faszinierender Entdeckungen und Geschichten, der definitiv einen Besuch wert ist. Weiter geht es in den nördlichen Teil der Insel zu einem einzigartigen Café. Nach einer erneuten bergigen Fahrt durch den Dschungel gelangt ihr zu einem Parkplatz und seht bereits die Hängebrücken, die zum Café führen. Während ihr über diese Brücken wandert, könnt ihr die malerische Landschaft des thailändischen Dschungels bewundern. Auf der Plattform des Tree Bridge Coffee eröffnet sich ein atemberaubender Blick über das grüne Landesinnere von Koh Samui bis zur Küste. Zusätzlich zu diesem kulinarischen Erlebnis bietet die Umgebung weitere Abenteuer wie eine Zipline durch den Dschungel und einen nahegelegenen Wasserfall. Ein echtes Highlight abseits der üblichen Touristenpfade. Leider hatte der Wasserfall bei unserem Besuch kein Wasser, daher ist er in diesem Video nicht zu sehen. Das waren unsere persönlichen Highlights von Koh Samui. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen und ein paar Ideen für eure nächste Reise gegeben hat. Wenn ja, dann lasst uns bitte einen Daumen hoch da und abonniert unseren Channel, um keines unserer künftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, eure Travel Explorers.